Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute möchte ich euch darüber sprechen, wie die Japaner sich in Japan bewerben. Wie läuft ein Bewerbungsprozess in Japan ab? Welche Unterlagen benötigt man? Welchen Unterschied gibt es zwischen Deutschland und Japan? Ich bin Japanerin und wohne jetzt in Deutschland, aber ich habe ungefähr 27 Jahre in Japan gelebt. Aus meiner Erfahrung erzähle ich euch, wie die Japaner sich in Japan bewerben. Dann, los geht's! Bewerbt ihr euch gerne? Ich nicht. Aber wenn man bei einem Unternehmen arbeiten will, muss man sich immer bewerben. Ich habe mich bisher sowohl in Japan als auch in Deutschland viel beworben. Ich erzähle euch also heute, wie die Japaner sich im Allgemeinen in Japan bewerben und meine Erfahrungen in Japan. Die Bewerbung zwischen Japan und Deutschland ist ähnlich, aber in Japan gibt es noch strengere Regeln. Als erstes, wenn man sich bei einem japanischen Unternehmen bewerben will, läuft eine Bewerbung für einen Vollzeitjob ungefähr so ab. Als erstes bewirbt man sich mit einem normalen Lebenslauf, also Direksho, und beruflichen Lebenslauf, Shokumu-Keirekisho. Dann muss man gegebenenfalls eine schriftliche Prüfung machen oder an einer Diskussion teilnehmen. Danach muss man noch ca. 1 bis 3 Vorstellungsgespräche absolvieren, je nach Unternehmen. Es ist vielleicht ähnlich wie in Deutschland, aber der Lebenslauf sieht anders aus und man braucht zusätzlich einen Shokumu-Keirekisho, also ein beruflicher Lebenslauf, wenn man schon Arbeitserfahrungen hat. Ein japanischer Lebenslauf, Direksho, sieht ungefähr so aus. Den japanischen Lebenslauf schreibt man oft handschriftlich. Manche Unternehmen erlauben aber möglicherweise auch ein anderes Format wie in Deutschland. Aber die meisten Japaner bewerben sich mit einem solchen typischen Lebenslauf. Dort schreibt man die persönlichen Daten und den schulischen und beruflichen Werdegang. In Deutschland muss man nicht sein Geschlecht angeben, aber im japanischen Lebenslauf schreibt man noch oft sein Geschlecht auch. Dieses Format wird sich in Zukunft möglicherweise ändern, aber momentan sieht er so aus. Im Lebenslauf braucht man außerdem ein Bewerbungsfoto und man kann dieses Format vom Lebenslauf bei 100-Yen-Shop, schreibbaren Geschäften oder in manchen Supermärkten kaufen. Übrigens, es gibt 2 Größen für einen Lebenslauf, die Größe A4 und B5. Und man zeigt nicht seinen ganzen Oberkörper auf dem Bewerbungsfoto, sondern nur bis zur Brust und man muss gerade vorne stehen. Übrigens, das war mein Bewerbungsfoto meiner Unizeit. Wer ist das denn? Ja, das Foto wurde viel bearbeitet. Shokumu-Keirekisho ist ein beruflicher Lebenslauf, auf dem eure Arbeitserfahrungen ausführlich beschrieben werden. Das erstellt man mit einer Office-Software. Ein Deckblatt braucht man nicht, aber wenn man seine Bewerbungsunterlagen per Post schicken würde, sollte man einen Soufujo, also eine Anschreibung, beifügen. Und bei manchen Unternehmen wird eine schriftliche Prüfung bzw. Diskussion gemacht. Das gibt es oft beim Bewerbungsprozess für Uni-Absolventen in Japan. Es kommt aber auf das Unternehmen an. Danach gibt es noch 1 bis 3 Vorstellungsgespräche. Wie viele Vorstellungsgespräche man hat, kommt es auf das Unternehmen an. Beim ersten Vorstellungsgespräch spricht man oft mit einem zukünftigen Chef oder Mitarbeiter von der Personalabteilung.
Danach muss man mit anderen Mitarbeitern sprechen, die noch höhere Positionen im Unternehmen haben. Das ist vielleicht ähnlich wie in Deutschland. Dieser Bewerbungsprozess in Japan ist aber unterschiedlich zwischen Uni-Absolventen und Quereinsteiger. Wenn man schon mal eine Arbeitserfahrung hat, dann bist du ein Quereinsteiger. Sie sollten meistens irgendeine Fähigkeiten oder Kenntnisse aus dem Beruf haben. Fragen beim Vorstellungsgespräch sind dann auch anders. Mehr Fragen über den Beruf und deine Arbeitserfahrungen. Ausländer könnten zusätzlich noch andere Fragen bekommen, zum Beispiel, warum man in Japan arbeiten will und so weiter. Ich habe mich selbst in Japan viel beworben und auch gearbeitet. Außerdem habe ich mich auch in Deutschland bei verschiedenen Unternehmen beworben. Was mir beim Vorstellungsgespräch in Deutschland auch gefallen ist, war, dass ein Prüfer beim Vorstellungsgespräch sein Unternehmen vorstellt. Zudem ist das Vorstellungsgespräch eher ein lockeres Gespräch. Natürlich kommt es auf das Unternehmen an, aber ich fand, das Vorstellungsgespräch in Deutschland ist besser. In Japan müssen Bewerber beim Vorstellungsgespräch eher über das Unternehmen erzählen, was das Unternehmen macht und was man dort machen kann. Man muss also vorher über das Unternehmen recherchieren. Prüfer fangen sofort mit verschiedenen Fragen an. Und das Vorstellungsgespräch in Japan ist nicht so locker wie in Deutschland. Das ist aber aus meiner Erfahrung und meinem Gefühl. In Japan muss man außerdem noch sehr auf verschiedene Höflichkeitsformen achten. Zum Beispiel, wie man ins Zimmer reingeht oder wo man im Raum sitzt. Bei der Bewerbung von Studierenden sind die Prüfer oft schon im Raum, weil das Unternehmen öfter am Tag mehrere Vorstellungsgespräche nacheinander macht. Aber es kommt auf das Unternehmen an. Deswegen müssen die Bewerber in Japan flexibel reagieren, wie man sich dort verhalten muss. In Japan muss man außerdem beim Vorstellungsgespräch auch einen bestimmten Anzug tragen. Ein Anzug, der einen Strich hat oder außer schwarze Farbe ist für Quereinsteiger. Die meisten Uni-Absolvierenden tragen oft einen schwarzen Anzug ohne Strich. Ich zeige euch dann, wie japanische Studierenden ein Vorstellungsgespräch machen. Das Vorstellungsgespräch von Studierenden und Quereinsteiger ist aber ein bisschen anders. Ich bin momentan schwanger, deswegen trage ich in diesem Video eine normale Kleidung. どうぞ。失礼いたします。失礼いたします。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。失礼いたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは面接はここまでとさせていただきます。本日はお越しいただきありがとうございました。本日はご貴重なお時間いただきありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。Das war ein Beispiel vom Vorstellungsgespräch für Studierende.
Beim Vorstellungsgespräch von Quereinsteigern sind die Prüfer oft noch nicht im Raum, weil das Vorstellungsgespräch oft einzeln gemacht wird. Der Bewerber muss also vorher in den Raum reingehen und einen Platz nehmen, wo Shimoza ist. Shimoza ist der rangniedrigere Sitzplatz. Das Gegenteil ist Kamiza, also der Ehrenplatz. Bewerber müssen einen rangniedrigen Sitzplatz, also Shimoza, einnehmen. Dieser Shimoza ist immer anders, wie der Raum aussieht. Ob es im Raum ein Sofa gibt, wo es Fenster und Tür gibt und so weiter, muss man vorher schauen. Das ist auch für Japaner schwierig, wenn man nicht weiß, nimmt den nächsten Platz an der Tür. Die japanischen Höflichkeitsregeln bei der Arbeit sind heftig, oder? Sie heißen auf Japanisch Business Manner. Business Manner. Es ist sehr streng, aber es ist wichtig in Japan, vor allem großen Unternehmen. Wie fandet ihr die japanische Bewerbung? Die Bewerbung für einen Teilzeitjob in Japan ist auch locker, aber wenn man in Vollzeit arbeiten will, sollte man die Manieren wissen und vorher viel vorbereiten. Plant ihr mal in Japan zu arbeiten und wollt ihr euch bei japanischen Unternehmen bewerben? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dass euch das Video interessant und hilfreich war. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal, dann werde ich happy. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!